Hallo, ich bin Ralf und wir sprechen heute über Touring, Vario und Co. Wenn euch das jetzt bekannt vorkommt, ja, dieses Video gab es vor ein paar Monaten bereits. Wir haben unser Portfolio aber inzwischen um eine Option erweitert, die hier in dieser Übersicht nicht fehlen darf. Wenn ihr das Video zuvor schon gesehen habt, springt über die Kapitel einfach direkt zum neu eingefügten Part. Für alle anderen geht es jetzt hier weiter. Manche von euch haben es sicher erkannt. Heute dreht es sich um unsere Schaltungsvarianten. Da haben wir nämlich die ein oder andere zur Auswahl. Aber wundert euch nicht, wenn euch nicht alle Optionen bekannt vorkommen. Nicht alle Schaltungen sind bei allen Modellen verfügbar. Unser Entwicklerteam trifft passend zum voraussichtlichen Einsatzzweck, zum Beispiel lange Touren oder kurze Wege und Einsatzort, also eher städtisch oder ländlich, eine Vorauswahl. In der Regel bieten wir je Modell 2 bis 3 Optionen. Hier gehen wir aber alle im Detail durch. Starten wir mit der Kettenschaltung, bei uns Touring genannt. Die ist vermutlich den meisten bekannt, denn keine Schaltung wird häufiger am Fahrrad verbaut. Über einen Bedienhebel am Lenker werden die verschiedenen Gänge ausgewählt. Bei einem Schaltvorgang wechselt die Kette auf der am Hinterrad verbauten Kassette von einem Ritzel zum nächsten und verändert so den Tretwiderstand. Je höher der Gang, desto mehr Kraft wird benötigt, um die Kurbel anzutreiben. Am Berg ist daher ein niedriger, auf der Geraden ein höherer Gang sinnvoll. Geschaltet werden sollte nicht unter zu großer Last, da ansonsten das Getriebe leiden kann. Eine gut gewartete Kettenschaltung weist unter allen Schaltungsvarianten den besten Wirkungsgrad auf. Das heißt, sie verwandelt die eingesetzte Muskelkraft optimal in eine Vorwärtsbewegung. Das ist vor allem für diejenigen interessant, die schnell unterwegs sein möchten oder lange Touren fahren wollen. Das erklärt auch den namensgebenden Begriff Touring. Ein E-Bike mit Kettenschaltung lässt sich relativ leicht dank des hohen Wirkungsgrades auch ohne Motorunterstützung fahren und schalten, wenn beispielsweise der Akku leer ist oder man schneller als die vom Motor unterstützten 25 Stundenkilometer fährt. Auch bei S-Pedelecs sind die maximal unterstützten 45 Stundenkilometer gut mit der Kettenschaltung zu erreichen. Unsere Touring-Modelle sind je nach Baureihe mit einer Shimano Deore, Deore XT, Shimano Qs oder Microshift Kettenschaltung ausgestattet. Die Deore-Serie von Shimano hat sich seit vielen Jahrzehnten bewährt und wurde seit ihrer Markteinführung ständig optimiert und weiterentwickelt. Sie ist zuverlässig, erprobt, hochwertig und leicht zu bedienen. Die Microshift-Schaltung ist mit der Shimano Deore-Reihe vergleichbar und stellt 10 Gänge zur Verfügung. Bei der Shimano Qs erhöht sich dank konstruktiver Maßnahmen wie der Link-Light-Technologie die Lebensdauer von Kette und Ritzeln. Nichtsdestotrotz ist die Kettenschaltung die wartungsintensivste Variante unter den Schaltungen. Ganz einfach, weil hier das Getriebe außen liegt und auch allen Umwelteinflüssen ausgesetzt ist. Die Kette muss regelmäßig gereinigt, gepflegt und nach einer gewissen Nutzungsdauer getauscht werden. Und auch das Ritzelpaket ist ein Verschleißteil. Ganz wichtig ist mir hierbei festzuhalten, die Nutzungsdauer ist maßgeblich von der richtigen Pflege der Antriebseinheit abhängig. Der wichtigste Punkt ist dabei die korrekte Anwendung. Ich mache es mal ganz plakativ. Mit dem Auto rollt ihr in einem hohen Gang an die Ampel heran, kuppelt aus, schaltet den ersten Gang und fahrt wieder an. Soweit so logisch. Auf die Idee, im dritten oder vierten Gang loszufahren, kommt keine. Denn das würde Kupplung und Getriebe über Gebühr belasten und auch viel Energie kosten. Doch genau das passiert leider ganz vielen E-Bike-Nutzern und Nutzerinnen. Der starke Motor und die verschiedenen Unterstützungsstufen machen es möglich, auch im zu hoch eingelegten Gang loszufahren. Aber wie beim Auto ist das auch für die Antriebseinheit des E-Bikes ein Problem. Zu viel Kraft auf Kette und Ritzel führen zu einem raschen Verschleiß und einem hohen Energieverbrauch. Daher ist also bei der Kettenschaltung wichtig, beim Heranfahren an den Haltepunkt rechtzeitig in den Anfahrgang zu schalten und auch während der Fahrt immer auf eine gesunde Trittfrequenz zu achten. Gesund bedeutet aber nicht nur für das Material, sondern auch für den Fahrenden. Denn um bei niedriger Trittfrequenz das Tempo hochzuhalten, braucht ihr mehr Kraft in den Beinen und es belastet Gelenke und andere Körperstrukturen stärker. Deshalb lieber nicht dauerhaft in großen Gängen bei niedriger Trittfrequenz fahren.
Kommen wir zur nächsten Kategorie, zur Nabenschaltung. Die gilt als besonders wartungsarm. Es handelt sich dabei um ein geschlossenes System. So ist die Schaltung jederzeit vor Feuchtigkeit und vor Schmutz geschützt. Im Gegensatz zur Kettenschaltung erfolgt der Schaltvorgang nicht durch das Umspringen der außen verlaufenden Kette, sondern durch die verschiedenen Zahnräder oder Laufflächen innerhalb der Narbe an der Hinterachse. Bei unseren Bikes übertragen wir die Kraft zur Nabenschaltung nicht mittels Kette, sondern einen Carbonriemen. Der ist, passend zum Gesamtsystem, ebenfalls wartungsarm und langlebig und dazu noch leicht und leise. Er hinterlässt im Gegensatz zur Kette bei unbeabsichtigter Berührung auch keine Flecken auf der Kleidung, da er nicht gefettet werden muss. Der Riemen kann einfach mit dem Rad gereinigt und anschließend bei Bedarf mit Silikonspray behandelt werden. Die Nabenschaltung ist grundsätzlich schwerer und in der Anschaffung etwas teurer als die Kettenschaltung. Dafür sind die Folgekosten durch Wartung und Verschleiß geringer. Und ein sehr großer Vorteil der Nabenschaltung: sie kann auch im Stand bedient werden. Nach dem Stopp könnt ihr also einen kraftsparenden und materialschonenden Anfahrgang wählen. Wir haben mehrere Nabenschaltungen im Portfolio. Da wäre zunächst die Enviolo Nabenschaltung, die wir aufgrund ihrer hohen Variabilität Vario nennen. Anstelle von Zahnrädern kommen hier Kugeln zum Einsatz, die zwischen zwei in der Neigung verstellbaren Scheiben positioniert sind. Dadurch lässt sie sich geräuschlos und komfortabel jederzeit ohne Sprünge stufenlos fein justieren. Der kleine Radfahrer am Drehgriff gibt dabei ganz bildlich die Schaltrichtung vor. Ich glaube, das ist wirklich selbsterklärend. Durch erhöhte Reibung ergibt sich ein Leistungsverlust gegenüber einer optimal gepflegten Kettenschaltung, den der Elektroantrieb aber ausgleicht. Mit leerem Akku oder jenseits der unterstützten 25 Stundenkilometer lässt sich das Bike dadurch im Vergleich zur Kettenschaltung ein wenig schwerer treten. Und auch bei S-Pedelecs wird es schwer, die maximal unterstützten 45 km/h zu erreichen. Der Einsatzbereich der Vario-Schaltung ist vielfältig, der Fokus liegt aber auf dem Stadtverkehr. Noch mehr Komfort bietet die automatische Schaltung, die Enviolo Automatik. Sie hat die gleichen Eigenschaften wie die Vario-Variante, schaltet aber ganz automatisch im Hintergrund. Egal ob im Hang, auf der Geraden oder an der Ampel, das System findet alleine den richtigen Gang. Dabei arbeiten Schaltung und Motor effizient zusammen. Die Automatik bietet die größte Freiheit unter den Schaltungen. Sie wird einmal auf die individuell gewünschte Trittfrequenz eingestellt und danach braucht man sich keine Gedanken mehr, um sie zu machen. Bei Bedarf kann die Trittfrequenz im Display auch kurzfristig angepasst werden. Wir erinnern uns, Trittfrequenz mein Herzensthema beim gesunden Radfahren. Die nächste Nabenschaltung ist bei uns als Silent bekannt. Unter dem Begriff fassen wir die Shimano Alpine oder Nexus 8-Gang und Inter 5 Nabenschaltung zusammen. Der Schaltvorgang erfolgt bei diesen Varianten über einen Drehgriff oder Schalthebel am Lenker und ist sehr weich. Er kann auch im Stand erfolgen. Während der Fahrt sollte allerdings nicht unter Volllast geschaltet werden. Dies die kleine Millisekunde beim Schaltvorgang, bei dem wir die Kraft vom Pedal nehmen. Im Vergleich zu den beiden Optionen von Enviolo sind die Shimano Nabenschaltungen etwas leichter und effizienter, haben also einen geringeren Leistungsverlust. Silent ist ebenfalls am besten für die Bedingungen der Stadt geeignet. Die Shimano Nexus ist auch bei der Option Rücktritt verbaut. Die Eigenschaften sind daher identisch zur Silent-Variante, abgesehen von der Bremsanlage. Denn neben den üblichen beiden Vorder- und Hinterradbremsen kommt eine dritte, die Rücktrittbremse, hinzu. Tritt man das Pedal entgegen der Fahrtrichtung, setzt die Bremse ein und die Hände bleiben, zum Beispiel um beim Verlangsamen oder beim Bergabfahren ein Handzeichen zu geben, frei. Eine Ausnahme unter den Nabenschaltungen bildet unsere Variante City. Denn statt eines Riemens ist hier eine Kette mit der 5-Gang Nexus Inter 5 oder 8-Gang Nexus Nabenschaltung von Shimano verbaut. Die Kombination aus einer zuverlässigen und robusten Nabenschaltung und einer Kette sorgt für ein dynamisches und leistungsstarkes Fahrverhalten. Das geschlossene System der Nabenschaltung ist vor Umwelteinflüssen geschützt und damit wartungsunanfällig. Es kann außerdem immer geschaltet werden. Die Schaltungsvariante City ist eine weitere gute Alternative, die ihre Vorteile am besten in einem städtischen Umfeld ausspielen kann. Last but not least in der Kategorie Nabenschaltung die Rohloff. Bei dieser absoluten Premium-Variante dient die elektronische Rohloff E14 in Verbindung mit der eShift-Funktion des Bosch-Antriebes als Schaltung. Das bedeutet,
Beide Systeme arbeiten Hand in Hand, um den Schaltvorgang möglichst leicht, präzise und effizient zu gestalten. Über 2 Tasten werden die Gänge bei einer Übersetzung von 526%, also dem Verhältnis vom kleinsten zum größten Gang, innerhalb von weniger als 180 Millisekunden geschaltet. Keine Schaltung ist derzeit schneller. Die Rohloff-Schaltung weist unter den Nabenschaltungen den höchsten Wirkungsgrad auf und ist damit ideal zum Pendeln oder Fahren von Touren. Auch bei S-Pedelecs ist sie daher eine gute Wahl. Im Multishift-Modus der Rohloff können gleich 3 Gänge auf einmal geschaltet werden. So kann man zum Beispiel am Berg schnell von einem großen in einen kleinen Gang wechseln. Die Schaltung funktioniert außerdem auch im Stand. Das ist aber gar nicht zwingend nötig, denn bei aktivierter Auto-Downshift-Funktion schaltet das Getriebe automatisch in den vorher individuell gewählten Anfahrgang zurück. Ganz neu in unserem Portfolio ist Pinion mit der sogenannten Motor Gearbox Unit, kurz MGU. Hier bilden Motor, Schaltung und Sensorik eine technische Einheit. Nicht falsch verstehen, auch die anderen Schaltungen arbeiten effizient zusammen. Im Fall der MGU bedingen sie sich aber gegenseitig. Es interagieren also nicht wie sonst üblich 2 Systeme von 2 verschiedenen Herstellern miteinander, sondern ein System vereint Getriebetechnik und elektrische Schaltung mit einem verschleißfreien Motor. Die Schaltkomponenten liegen im Mittelmotor und sind vor Umwelteinflüssen geschützt. In Kombination mit dem Carbonriemen ist die MGU daher auch sehr wartungsarm. Durch die Position der Motorgetriebeeinheit in der Mitte des Rades ist außerdem das Hinterrad frei und damit leichter als andere Systeme, in denen die Schaltung an der Hinterradnabe sitzt. Insbesondere bei vollgefederten Bikes wirkt sich das positiv auf die Fahrdynamik aus, da die ungefederte Masse geringer ist. Mit bis zu 600% hat sie die größte Übersetzungsspannweite aller von uns verwendeten Getriebeschaltungen und zudem noch einen sehr guten Wirkungsgrad. So könnt ihr auch in der S-Pedelec-Variante schnell auf Touren kommen. Der neue Antriebsstrang von Pinion bietet 9 oder 12 Gänge, die über einen Schalthebel am Lenker ausgewählt werden können. Geschaltet werden kann praktisch immer, also während der Fahrt, im Stand oder unter Last, zum Beispiel bergauf. Wie bei der Rohloff E14 bietet auch die Pinion MGU die Möglichkeit, einen Gang festzulegen, in dem das System im Stand wechselt. Ganz neu ist das vollautomatisch Schalten, das wie bei der Envelo-Automatik eigenständig den richtigen Gang wählt. Als letzte Kategorie möchte ich euch Single Speed vorstellen. Bei dieser Variante gibt es keine Schaltung. Man fährt entsprechend immer im selben Gang. Das bringt Vorteile bei Gewicht, Verschleiß und Wartung. Das Design steht hier an erster Stelle. Der Carbonriemen tritt optisch dezent in den Hintergrund. Das Spielfeld von Single Speed liegt vor allem in der Stadt bei flacher Topografie. Nochmal im Überblick. 2 Grundfragen sind ganz entscheidend bei der Wahl der Schaltung. In welchem Gelände möchte ich wie schnell fahren? Und wie viel Zeit kann und möchte ich für die Instandhaltung investieren? Auch Faktoren wie Gewicht und selbstverständlich der Preis spielen eine Rolle. Aber diese beiden Fragestellungen geben schon eine ganz klare Tendenz vor. Die Kettenschaltung ist die effizienteste Variante mit dem höchsten Wirkungsgrad. Wer schnell unterwegs sein möchte, ist hier richtig. Gleichzeitig benötigt sie aber auch die meiste Pflege, muss regelmäßig gereinigt und auch getauscht werden. Die Nabenschaltung ist in Kombination mit einem Riemenantrieb dagegen sehr wartungsarm und langlebig, aber schwerer als die Kettenschaltung. Sie richtet sich besonders an Leute, die entspannt unterwegs sein und sich möglichst wenig Gedanken um ihre Schaltung machen wollen. Innerhalb der Nabenschaltung gibt es verschiedene Varianten. Vario besticht durch die stufenlose intuitive Schaltung. Automatik bietet durch den automatischen Schaltprozess noch mehr Komfort. Silent und Rücktritt sind leichtgängig und zuverlässig. City kombiniert eine Nabenschaltung mit einer Kette für ein dynamisches Fahrverhalten. Und Rohloff begeistert durch Technik und weist den höchsten Wirkungsgrad unter den Nabenschaltungen auf. Pinion vereint in einem innovativen System Antrieb und Getriebe. Das ist sehr leistungsstark und ebenfalls wartungsarm. Es liegt außerdem weniger Gewicht auf dem Hinterrad, was zu einer verbesserten Fahrdynamik, insbesondere bei Fullies führt. Ihr habt die Wahl, ob ihr selber oder automatisch schalten wollt. Die Option Single Speed ist ideal für Designfans, die im flachen urbanen Raum unterwegs sind. Weniger Wartung geht nicht. Einen Überblick über die Schaltungsvarianten findet ihr auch noch einmal auf unserer Webseite.
Das war's soweit von mir zu unseren unterschiedlichen Schaltungen. Doch noch einmal kurz zum Abschluss, weil es hier einfach so gut hinpasst. Der richtige Einsatz der Schaltung führt auch zu einer möglichst großen Reichweite. Je schneller ihr in die Pedale tretet, desto weiter kommt ihr. Trittfrequenzen über 50 Umdrehungen pro Minute optimieren den Wirkungsgrad des Motors. Sehr langsames Treten kostet den Akku dagegen eher Energie. So, jetzt aber. Sollten noch Fragen offen sein, gerne hier unten in den Kommentaren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ich wünsche euch stets eine gute Fahrt im richtigen Gang.